Wir stehen auf der Schwelle zum neuen Jahr und der Schritt über diese Schwelle ist einfach etwas Besonderes. Solche Einschnitte in die Zeit können oft auch kleine Meilensteine in unserem eigenen Leben sein. Unwillkürlich fühlen wir uns nochmal zurückversetzt in dieses vergangene Jahr. Unwillkürlich drängt es uns aber auch, hineinzuschauen in die Zukunft. Wir fühlen uns zurückversetzt in das Jahr, das hinter uns liegt. Streiflichtern gleich zieht das alte Jahr vielleicht an uns vorüber. Bilder ziehen an uns vorbei, Farben, Gerüche, Gesichter. Es ist schön, sich zu erinnern, das Jahr wie ein Bilderbuch anzuschauen. Was waren meine kleinen Sternstunden? Wann habe ich das letzte Mal etwas gemacht, einfach weil es schön ist? Und was ist mir vielleicht klarer geworden? Was habe ich riskiert, neu ausprobiert? Und wo habe ich meine Komfortzone verlassen? Und wem bin ich begegnet? Wer war richtig wichtig für mich? Wo habe ich den lieben Gott gespürt? Wir finden so vieles, um dankbar zu sein. Und es drängt uns, hineinzuschauen in die Zukunft. Den Blick nach vorne zu richten, die nächsten Schritte zu sehen und zuversichtlich zu glauben, dass wir auch in Zukunft nicht alleine sind, dass jemand mitgeht, der es gut mit uns meint. Ja, was kommt, wird gut, weil Gott uns in seinen Händen hält. Das hoffen wir und darauf bauen wir, trotz allem, was uns in unserer Zeit umgibt und erschüttert. Wir dürfen vertrauensvolle Schritte in die Zukunft gehen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Dein Hüter schlummert nicht ein. Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Bösen. Er behütet dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit. Nicht wir haben unser Leben in der Hand, sondern er, der jetzt an Weihnachten neu zu uns gekommen ist, in diese Welt, zu mir, unser Erlöser. In ihm finden wir unseren Halt, in ihm können wir uns verwurzeln. Und so wagen wir auch den nächsten Schritt, den Schritt über die Schwelle, diesen entscheidenden Schritt hinein in dieses neue Jahr. Und was schreiben wir über dieses neue Jahr? Wie mit goldenen Lettern. Nur 2 Worte. Mehr Liebe. Und das heißt als erstes, die Liebe wahrnehmen, die uns umgibt. Denn mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da. Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Ehepaare, frisch Verliebte, alte Freunde. Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist. Ja, wir sind von Liebe umgeben und merken es oft nicht. Aber das können wir ändern. Allerdings brauchen wir dazu den Heiligen Geist. Weil die Liebe, die uns umgibt, die ist oft so leise und unspektakulär und macht überhaupt kein Theater. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Es gibt diese Mikromomente im Leben, zum Beispiel, also wo man so Resonanz mit jemandem empfindet. Es kann sein, dass man sich mit einem Nachbarn unterhält und der sich besorgt äußert über deine Gesundheit oder so. Ja, oder auch wenn ein Freund oder Freundin einen anruft, nur weil sie mit einem sprechen wollen. Oh, ja. Oder auch Kollegen bei der Arbeit, wenn man in der Mittagspause dann so irgendwas Witziges erzählt und die lachen, da spürt man doch überall Liebe drin. Und diese Dinge, die gehen oft so schnell an uns vorbei, dass wir die kaum wahrnehmen. Und da kann es echt helfen, wenn man so
abends oder auch am Morgen, am nächsten Tag sich ein paar Minuten Zeit nimmt, um nochmals zurückzuschauen auf den Tag und vielleicht sich auch das aufschreiben, dass man das sich noch tiefer einprägt und noch besser abspeichern kann. Dann können wir sie auch weitergeben. Das ist dann das Zweite. Die Liebe hinaustragen in die Welt. Die Welt braucht sie so dringend. Natürlich, das muss der Ehrlichkeit halber gesagt werden, dann ist es aus mit unserem Egoistenglück. Das heißt mal so scherzhaft in einem Lied, die Kunst, ein Egoist zu sein, ist wirklich nicht ganz leicht, weil sich in eines Menschen Herz gar schnell die Liebe schleicht. Und hat sie dich erst mal erfasst, kommst du von ihr nicht frei, dann ist dein Egoistenglück verloren und vorbei. Aber wäre es nicht wirklich schön, wir könnten der Liebe zum Durchbruch verhelfen in unserer Welt. Ich habe mal den schönen Ausspruch gehört, gegenüber der Liebe ist der Hass nur ein Zwerg. Könnten wir nicht versuchen, das zu trainieren, Liebe weiterzugeben? Eine junge Frau schreibt dazu einmal so schön, dass ihr in manchen Nervmomenten mit anderen die Frage einfällt: Wäre nicht auch ich zu einer kleinen Liebestat fähig? Und wenn es klappt, also wenn sie einer Kollegin trotzdem ein Lächeln schenkt oder es schafft, sich nicht zu ärgern, dann denkt sie daran, dass all das Wirkung hat. Nicht einmal nur für diejenigen, denen es unmittelbar zugutekommt, sondern für alle. Indem das kleine Tun eingeht in einen großen Schatz des Miteinander-Gutseins, in einen Liebesschatz, ein großes Gnadenkapital. Eben weil wir alle miteinander verbunden sind, nicht nur im Schlechten, sondern auch im Guten. Ja, wofür leben wir in diesem Jahr? Sicher nicht nur für die Arbeit, für den Stress, für die Probleme, die sich uns zeigen, sondern für die Kraft, die in uns wohnt, die der Heilige Geist schenkt. Die Kraft der Liebe. Hab also Mut, liebes Herz. Er ist bei jedem Schritt mit dir. Und die Lektionen, die du jetzt lernst, werden dich noch heller strahlen lassen, als du es ohnehin schon tust. Kämpfe den Kampf, beende den Kurs, behalte den Glauben. Du wirst es schaffen. Ein gesegnetes, liebevolles neues Jahr wünschen wir euch.